Und das ist eben das, was ich auch immer sage, wenn Leute mir dann antworten, oh nee, das könnte ich nicht auf so viel verzichten. Dann sage ich halt, ja, ich verzichte eben auch gerne auf meine Knieschmerzen, auf mein Asthma. Herzlich willkommen, Peter, bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich total, dass du da bist und es sieht mega schick aus, dein Studio. Das muss ich gleich vorab sagen. Ja, also danke für die Einladung. Ja, super gerne. Also man sieht schon, du kommst irgendwie von der professionellen Ecke her. Und ich verrate es auch gleich, du arbeitest nämlich bei Keimling. Und Keimling ist ja bekannt und berühmt für die Rohkost. Und darum geht es heute auch in unserem Gespräch. Und auch, wie es dich eigentlich in die Rohkost verschlagen hat. Weil ich sage immer, eine große Lebensveränderung, das passiert nicht einfach so. Oft muss vorher irgendetwas passiert sein, dass man sich denkt, okay, so wie vorher geht es nicht mehr, ich muss mich ändern. Nimm uns doch gerne gleich in deine Geschichte mit hinein, lieber Peter. Ja, also das ist eine Geschichte, die eben schon vor über 30 Jahren angefangen hat. Und ja, ich würde mal sagen, in relativ jungen Jahren, mit 24, bekam ich die Diagnose beginnende Arthrose in den Kniegelenken. Und das hat mich so beängstigt, das hat mir so Sorgen gemacht, wie geht denn jetzt mein restliches Leben weiter, ja, wenn ich mit 24 schon eigentlich so eine chronische Krankheit habe, die ja dann auch immer weiter fortschreitet. Mhm. Ja, und mein großes Glück war, dass ich zu der Zeit in einem Krankenhaus gearbeitet habe, wo als Fotograf, wo ich also auch gesehen habe, was passiert mit dieser Krankheit Arthrose, wenn die eben weiter sich entwickelt, müssen da zum Beispiel Gelenkoperationen gemacht werden, Gelenke getauscht werden, künstliche Gelenke und so weiter. Das habe ich alles miterleben dürfen. Und das hat mich natürlich auch irgendwo motiviert. Das war so eine Triebfeder. Hey, da muss es noch irgendeinen anderen Weg geben, dass ich da drum wegkomme. Also, dass ich quasi das weiter von mir wegschieben kann. Vielleicht eine Operation oder hinterher irgendwie an Krücken oder im Rollstuhl zu sitzen. Mhm. Und von daher habe ich halt geschaut, was kann ich alternativ machen. Und ich habe mich mit verschiedenen Ernährungsformen beschäftigt. Ich habe mich mit verschiedenen Lebensweisen beschäftigt und habe einfach dann Try and Error. Ich habe geschaut, ja, was für eine Auswirkung hat es, wenn ich jetzt mein Brot selber backe, Mhm. wenn ich die Milch direkt vom Bauern abhole und so weiter. Und da hat sich dann einfach sehr schnell herausgestellt, dass ich mit Rohkost da den größten Effekt erziele. Ich habe es weniger an den Knien gemerkt, aber ich hatte immer schon Asthma, Bronchienprobleme, Allergien und Mhm. dass das schon nach einigen Wochen, dass das schon mal wesentlich besser war. Also dass ich da eine starke Erleichterung hatte. Und dann eben nach 2, 3 Monaten waren auch die Knieschmerzen weg. Also das hat mich Wow. natürlich motiviert, dann irgendwie dran zu bleiben. Ja, das ist immer der Moment, wenn man eine Umstellung macht. Und das ist, wie du sagst, es ist Try and Error. Man weiß nicht, was passiert. Man liest es irgendwo, kriegt einen Impuls. Und wenn dann tatsächlich nach ein paar Monaten ein Symptom, was einen so geärgert oder gebremst hat, einfach weg ist, das ist ein Riesenhighlight. Absolut. Ja, mega. Weißt du noch, welche Bücher du gelesen hattest? Ja, also diese Rohkostklassiker, ne, die Ja. vielleicht der eine oder andere kennt, zum Beispiel Wandmarker. Mhm. Und da ist ja der Titel, willst du gesund sein, vergiss den Kochtopf, der sagt ja schon alles. War natürlich so eine eher radikale Schreibweise, die hat mich eher weniger angezogen, aber so die Resultate, die Ergebnisse, die da beschrieben werden durch eine Ernährungsumstellung, die haben mich natürlich angesprochen. Ja, und dann habe ich mich mit basischer Ernährung beschäftigt und aber eigentlich so dieses Wandmarkerbuch war eins der ersten. Dann gab es ja noch diese Fit for Life Bücher von Diamonds. Das Mhm. ging auch in diese Richtung. Und im Grunde genommen, mein großes Problem war eben der Genuss. Also ich Mhm. habe den Genuss außer Acht gelassen. Das bedeutet also, ich habe irgendwie geschaut, ja, ich esse jetzt alles roh, das tut mir gut, das habe ich ja eben sehr schnell gemerkt. Aber mir war nicht bewusst, wenn es beim Essen keinen Genuss gibt, dass man sehr schnell dann wieder zurückfällt in den Kochtopf sozusagen. Ne? Und das ist mir dann eben permanent passiert. Also eine Woche Ja. durchgehalten, sage ich jetzt mal, die Rohkost. Mhm. Und dann plötzlich stand ich in der Pommesbude, dann stand ich plötzlich abends in der Tankstelle, habe noch ein paar Tafeln Schokolade gekauft und dann, bevor ich zu Hause war, waren die weg. Ich hatte einfach so eine Gier, so einen Verzicht auf Genuss, dass Mhm. ich dann immer wieder Ausnahmen gemacht habe und dann natürlich mich darüber geärgert habe dann auch noch. Ne? Ja, Und wenn das man glaube dann 1 oder 2 Wochen konsequent und konstant Rohkost gemacht hat und isst dann 3 Tafeln Schokolade,
dann fühlt man sich am nächsten Tag auch nicht so toll. Ja, es war so ein ständiges Hin und Her. Ja. Und als ich dann erkannt habe, hey, ich muss auch darauf achten, Genuss zu haben, Mhm. weil es gab damals noch keine Rezepte, ne? Also so wie heute. Also Ja. ich habe einfach so ganz oldschool Obst, Gemüse, Nüsse so gegessen, ohne jetzt mir da irgendwas draus zuzubereiten. Ja, und als ich das eben umgesetzt habe und umsetzen konnte, dass jede Mahlzeit auch mit Genuss verbunden sein muss, da klappte das dann besser. Ja, wie war das für dein Umfeld? Ich kann mir vorstellen, dass du da schon ein bunter Vogel warst, oder? Ja, das war natürlich gigantisch. Also ich habe damals noch nicht so viel Geld verdient, in einer WG gewohnt. Mhm. Und dann habe ich gleich gesagt, hey, hört mal, ich beteilige mich nicht mehr an dieser Kasse, an dieser Essenskasse, aus der dann gemeinsam eingekauft wurde. Und habe dann eben für mich selber eingekauft. Es war dann eben nur doof, wenn irgendwann morgens dann jemand herausgefunden hat, oh, das ganze Brot ist weg. Gestern war doch da noch ein halbes. Peter kann es nicht gegessen haben, der macht ja Rohkost. Ja, war ganz nett. Ja, und dann macht man natürlich auch so tolle Ja. Erfahrungen, dass wirklich so eine eher schwerwiegende Erkrankung wie Arthrose, dass sich das bessert. Und dann Ja. versucht man natürlich alle möglichen Leute zu überreden, das doch auch zu machen. Und ja, also man wird so ein bisschen einsam dann so, ne? Also die Sozialkontakte werden weniger. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil es gab ja kein Instagram, Facebook und YouTube und so weiter, wo man vielleicht auf andere getroffen ist, wo man sich hätte austauschen können. Ja, ja, richtig. Es war dann einfach so, dass ich schnell gemerkt habe, hey, ich lasse das Thema Ernährung weg, um mir nicht quasi noch so den letzten Rest an Sozialkontakten, an Freunden, Bekannten, Partys nicht komplett abzuschneiden. Aber das war eben auch eine sehr spannende Zeit, in der man auch sehr viel gelernt hat. Mhm. Ja. Ja, genau. Man kommt sich selbst wirklich sehr nah. Ja. Und es ist so ein bisschen wie ein Survival Camp. Man entscheidet sich irgendwie in die Eigenverantwortung zu kommen und steht plötzlich alleine da und darf sich Skills aneignen, die man vorher halt so nicht gebraucht hat. Richtig, also das ist wirklich eigentlich auch ein toller Lernprozess irgendwo und aus dem man auf jeden Fall gestärkt herausgeht. Und von daher empfehle ich eigentlich immer, es auf jeden Fall zu versuchen. Ja? Was bringt eine Ernährungsumstellung? Was bringt mir das? Und da muss man eben abwägen, auf was verzichte ich da jetzt? Vom Genuss her vielleicht auch. Man bekommt ja nicht alle Varianten, die man sonst in der gekochten Ernährung hat, an Genuss bekommt man ja nicht in der Rohkost, findet man da nicht wieder. Also da verzichtet man vielleicht und dann verzichtet man vielleicht auch auf ja, die üblichen sozialen Kontakte, weil häufig gehört ja Essen und Trinken dazu, wenn man sich trifft. Ja. Und dann muss man das einfach abwägen. Ja? Was bekomme ich mehr an Lebensqualität, dass ich zum Beispiel keine Knieschmerzen mehr habe? Mhm. Und das ist eben das, was ich auch immer sage, wenn Leute mir dann antworten, oh nee, das könnte ich nicht auf so viel verzichten. Dann sage ich halt, ja, ich verzichte eben auch gerne auf meine Knieschmerzen, auf mein Asthma und meine Genau. Allergien. Ja, es ist genauso. Ähm, Ich war früher so ein Käse-Junkie. Du kannst dir vorstellen, eine typische Schweizerin. Ja, Fondue und Raclette muss sein. das ist eine Nationalkrankheit, oder? Genau. Und ja, sogar auch die Schoki. Und diesen Schritt zu gehen, natürlich ist das nicht einfach. Man hat ja wirklich einen großen Grund. Und wenn man Schmerzpatient ist, dann möchte man einfach wieder ein schmerzfreies Leben leben. Und wenn das dann Verzicht heißt, ja, dann heißt es das. Aber wenn es dann noch Verzicht und neuen Genuss heißt, dann ist es natürlich mega. Und das durftest du zum Glück dann auch für dich entdecken. Was würdest du sagen, also die Rohkost ist ja wirklich in aller Munde schon länger. Es gibt mega viele Rezepte. Es gibt jetzt auch Dörrofen, wo man ja wirklich auch schon fast, also man kann ja Kuchen und alles Mögliche machen. Also man muss gar nicht mehr verzichten. Es ist einfach eine ganz andere Art von Kochen. Was würdest du sagen, unterscheidet sich von damals vor 30 Jahren zu heute? Ja, ich würde schon sagen, dass dieser Einstieg jetzt zum Beispiel über die zubereitete Rohkost, dass das wesentlich leichter fällt dadurch, als wenn man jetzt, so wie ich das damals gemacht habe, jetzt einfach alles roh isst. Weil viele Sachen sind natürlich roh auch schwer zu verwerten, geschmacklich.
wenn das nicht aufbereitet ist. Also viele Gemüsesorten werden ja häufig gekocht. Also abgesehen vom frischen Salat ist man gewohnt, Gemüse eher gekocht zu sich zu nehmen. Und das fällt natürlich leichter, wenn man solche Rohkostsalate macht oder wenn man mit Gemüse eben Dinge zubereitet und auf eine geschmackvolle und leicht bekömmliche Art dann sowas essen kann. Und das fehlte eben damals völlig. Und das Mhm. ist, denke ich, der große Unterschied, dass der Einstieg leichter fällt und dass man dann eben, ja, das ist auch dann so salonfähig. Also man kann dann auch wieder Leute einladen und zum Beispiel zum Kuchen. Ja, Mhm. und die Leute merken noch nicht mal, dass das nicht im Backofen war. Mhm. Also das ist ja unglaublich, Ja, was man da herstellen kann. ja, ja. Also ich finde es immer noch sehr beeindruckend, wenn eben jemand nur Rohkost macht. Ich mache ja meinen Vormittag roh, nach der Diät von Anthony William oder nach der Ernährungslehre, mit den Säften und Smoothies und natürlich tagsüber auch viel Früchte und Gemüse roh. Aber danach koche ich auch immer wieder. Wie kann ich mir so einen Tagesablauf von dir vorstellen? Oder wie sieht dein liebster Tagesablauf aus mit dem Essen? Was sind so deine Essensroutinen? Ja, also dank Anthony Williams, das erste ist meistens ein Selleriesaft, tatsächlich. Also sowas gab es natürlich früher auch nicht, wäre ich nie drauf gekommen. Also Sellerie so essen schon, ne? Schön würzig, knackig, also diese Stangensellerie. Mhm. Und ja, dadurch, dass ich hier bei Keining arbeite und wir uns natürlich auch mit dem Thema Anthony William beschäftigen, auch Geräte anbieten, die er empfiehlt für das Entsaften, gibt es hier in der Firma jemand, der dann extra kommt und frischen Selleriesaft zubereitet. Oh, Ja, tatsächlich. Also, wow, was für ein Luxus. Mega. und es ist so, dass das eben so meine erste Nahrungsaufnahme ist. Und Mhm. generell auch jetzt vor diesem Saft habe ich immer geschaut, ich sollte erstmal abwarten, wann ich Hunger bekomme. Also nicht Mhm. so ein festes Ritual, morgens bevor ich aus dem Haus gehe, esse ich was, sondern ich habe eigentlich immer erst gegessen, wenn ich schon auf der Arbeit war, wenn es schon 11, 12 Uhr manchmal war. Erstmal schmeckt es dann wesentlich besser, weil man auch wirklich Hunger hat. Mhm. Das ist ja ein ganz entscheidender Faktor bei der Rohkost. Also wenn ich jetzt einfach Rohkost esse, ohne Hunger zu haben, dann Mhm. habe ich so nicht dieses Geschmackserlebnis, nicht diese Befriedigung. Und dementsprechend kann das schon so ein erster Stolperstein sein, ja, wenn ich morgens frühstücke, aber schmeckt mir eigentlich gar nicht richtig. Ja, Mhm. weil ich eben auch noch nichts brauche, weil ich noch keinen Hunger habe. Also das habe ich schon eigentlich so ziemlich von Anfang an so umgesetzt, spät zu frühstücken. Also ich Mhm. habe das auch immer genannt, das tägliche Fasten, so in den Tag hinein zu fasten und dann eben so gegen Mittag das erste Mal zu essen und dann möglichst abends auch schon so 18 Uhr aufzuhören. Und ich habe da quasi diese 8-16-Regel, die ja jetzt auch bekannter wird, oder Intervallfasten, habe ich damals eigentlich auch schon umgesetzt und im Nachhinein dann erst erfahren, ja, was das eben für einen positiven Effekt hat. Also so, dass man innerhalb von 8 Stunden eben seine Nahrung aufnimmt. Ja, also dann, wie gesagt, Selleriesaft, der hält ja erstmal auch ein bisschen vor. Ich mache ab und zu dann auch in der Woche mal so einen kompletten Selleriesafttag. Das hängt immer damit zusammen, wie viel Sellerie dann noch übrig bleibt, ne? Also es gibt halt ein gewisses Kontingent, was da hergestellt wird. Und wenn vielleicht mal jemand im Urlaub ist, dann kann man eben dann auch mal statt 500 Milliliter 'n ganzen Liter trinken. Das habe ich also auch schon gemacht, dass ich dann mal einmal die Woche nur Selleriesaft trinke. Und ansonsten brauche ich aber auch so dieses Kauen. Und von daher esse ich dann ja, ab und zu Obst nach diesem Selleriesaft oder dann eben auch schon Gemüse und abends meistens zubereitete Rohkost in Form von einem Salat oder auch mal einer Rohkostpizza und solche Sachen. Obwohl das, ja, diese zubereitete Rohkost, ja, vielleicht ein, zweimal die Woche. Also ich versuche das eben möglichst einfach zu halten und weil das ja auch alles immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Weil viele Leute sind ja gewohnt, Convenience zu essen. Wenn man sich jetzt eine gekochte oder eine Pizza selber machen würde im Backofen, dann bräuchte man mindestens genau die gleiche Zeit wie für so eine Rohkostpizza. Aber deswegen gibt es das bei mir eben vielleicht einmal oder alle 2 Wochen mal, solche Sachen.
Wie ist es eigentlich mit Kartoffeln und Süßkartoffeln? Gibt es da eine Variante, die rohköstlich zuzubereiten oder fallen die bei dir weg? Weil das ist mein absolutes Lieblingsessen. Ja, also Kartoffeln, äh, ja, es ist ja so, dieser Leitsatz, du solltest nur das roh essen, was dir auch roh bekommt. Das trifft ja genau auf die Kartoffel zu, weil die Ja. Kartoffel roh gegessen absolut bitter ist. Es wird ja Mhm. auch davor gewarnt, weil sie dieses Mhm. Solanin enthält, also quasi so wie bei der Bittermandel eher giftig. Mhm. Und, aber man kann sich daran roh nicht vergiften, weil es einfach von Anfang an bitter und astringierend wirkt im Mund und man nicht weiter essen kann. Also die Kartoffel müsstest du tatsächlich kochen. Mhm. Aber Süßkartoffel ist ja eine andere Familie. Mhm. Also es gehört gar nicht jetzt zu diesem klassischen Nachtschattengewächs. Heißt Süßkartoffel, weil sie so ähnlich aussieht und eine ähnliche Konsistenz hat. Aber Ja. Süßkartoffel kann man in Salat roh essen oder auch einfach so wie eine Karotte. Nur Mhm. dass sie eben gegenüber der Karotte noch mehr Inhaltsstoffe, also noch wertvoller ist. Mhm. Und daraus könnte man zum Beispiel auch Chips machen, dass man die in dünne Scheiben schneidet, ein bisschen mariniert. Das geht mit der Kartoffel nicht. Also Mhm. auch getrocknete Kartoffel wird nicht zu Chips. Da muss man immer die Süßkartoffel nehmen. Ja, okay. Ja, schön. Siehst du, solche Fragen ploppen dann bei mir auf, ich als Kartoffeljunkie. Ja, ey, also das klingt so, als müsste man regelmäßig bei euch schauen, bei Keimling, ob irgendeine Stelle frei wird, wenn man jetzt auch zu den Selleriesaft-Junkies gehört, um einfach sicher zu gehen, dass am Morgen, dass es Selleriesaft gibt. Ja, also wenn das natürlich ein Grund ist, hier bei uns anzufangen, warum nicht? Aber es gibt natürlich noch andere Qualitäten, die man noch mitbringen muss. Aber man kann natürlich immer wieder schauen, ob wir Leute suchen. Mhm. Und es ist so, dass wir neben diesem Selleriesaft gibt es dann eigentlich in jeder Abteilung auch eine Schale mit frischem Obst und Gemüse, wo man sich dann eben auch bedienen kann. Wow. Also das klingt für mich schon wie ein Traumort. So schön. Ja, wirklich. Wie bist du zu Keimling gekommen? Ja, wo wäre ich besser aufgehoben als bei einer Firma, wo der Slogan ist, fit mit Roh- und Naturkost. Also das ist der Slogan, unter dem habe ich angefangen. Mittlerweile, vor ein paar Jahren, ist es ja dann verändert worden auf Roh- oder auf Vegan und Rohkost. Und bei mir war es eben so, dass ich geschaut habe, nach dieser Erfahrung, diesem Heilungsprozess, was mache ich jetzt damit? Ja? Arbeite ich weiter im Krankenhaus und unterstütze irgendwo dieses System? Weil du kannst dir vorstellen, aus meiner Begeisterung heraus, wenn ich dann mit den Chef- und Oberärzten diskutiert habe, weil die waren nie mehr weisungsbefugt. Ne? Also es konnte ja nicht irgendein Arzt kommen und sagen, hier, wir brauchen mal ein paar Bilder, kommen Sie mal bitte auf Station sowieso, sondern das musste dann schon so von den höheren Etagen, musste das angeordnet werden. Oder wenn ich bei OPs dabei war, mit denen war ich auf Du und Du irgendwo, ja, weil wir dann diskutiert haben, ja, wie fotografieren wir das, wie stellen wir das dar? Und da habe ich natürlich dann auch sagen können, hör mal, ich habe jetzt hier eine neue Ernährungsform kennengelernt und hier meine Schmerzen sind weg und so weiter. Und ich kenne Leute, die haben sogar ihren Krebs besiegt und so weiter. Da kamen dann eben so Sprüche, also wenn jemand glaubt, dass er mit Rohkost was gegen Krebs machen kann, der hatte gar keinen Krebs. Oder einer hat gesagt, du, wenn du das noch ein halbes Jahr weitermachst, dann bist du tot. Also von daher, da war ich irgendwie nicht mehr am richtigen Platz. Und ja, da habe ich geschaut, was kann ich jetzt mit dieser Erfahrung machen? Und es ging dann in die Richtung, dass ich angefangen habe, Kurse zu geben, quasi unter einem Fastenformat. Und das waren dann so Rohkostwochen oder das nannte sich Früchtefasten oder Rohkostfasten. Und da haben die Leute anstatt jetzt dieses klassische Fasten mit Brühen und Säften, haben die also eine Woche lang mit mir zusammen meine Ernährungsform praktiziert, also sprich Rohkost gegessen, aber dann auch in dieser ursprünglichen Form. Weil ich festgestellt habe, wenn man in so einen Kurs zu viel zubereitete Rohkost hineingibt, dann hat man nicht die gleichen Effekte. Und wenn die Leute in der Lage sind, über den Geschmack und über ihre Sinne dann zu schauen, ja, esse ich jetzt einen Apfel oder esse ich zwei oder brauche ich 3 Tomaten oder wie viele Nüsse esse ich,
dass man das eben besser herausfinden kann, wenn Gewürze und diese Zubereitungsarten, wenn die wegfallen. Das ist dann eher was für so diese Aufbautage, wenn man nach so einer Woche dann wieder in den Alltag geht. Ja, und das hat eigentlich sehr gut funktioniert und ich habe das als Selbstständiger für verschiedene Fastenanbieter, für verschiedene Veranstalter gemacht und war dann aber eben auch sehr viel unterwegs, ne? Also so im Allgäu, im Mittelmeerraum, also Zypern, Madeira, Mallorca, für diese verschiedenen Veranstalter. Ja, und dann ist man natürlich nicht für eine Woche von zu Hause weg, sondern teilweise war ich dann auch mal 4, 6, 8 Wochen am Stück irgendwo unterwegs. Und als dann die Familie dazu kam mit Kindern, habe ich eben etwas gesucht, wo ich mehr stationär unterwegs bin. Und Herr Holler, der Gründer, der Chef von Keimling Naturkost, die Firma gibt es jetzt auch schon über 30, 35 Jahre, der war dann in so einem Kurs. Und wir haben uns kennengelernt und da haben wir uns dann eben, oder ich habe mich so offenbart, ja, ich suche eigentlich einen neuen Job, weil ich möchte nicht mehr so viel reisen. Ja, und da hat er mir gleich eine Stelle angeboten, weil da auch gerade was frei war. Und so kam das dann zustande. Und es ist so, dass ich dann eigentlich damit gerechnet habe, ich mache jetzt einen Bürojob, habe jedes Wochenende frei und so weiter. Aber dadurch, dass er diesen Kurs kennengelernt hat, meinte er, nee, das müssen wir also unbedingt im kleinen Rahmen für unsere Kunden weiterführen. Die möchten ja vielleicht auch mal betreut so eine Woche Rohkost erleben an sich. Ja, und so haben wir dann so ein Veranstaltungsformat auf der Taufe gehoben. Das waren die Keimling Vitalwochen. Keimling Rohfasten heißt das mittlerweile. Und das war eben auch eine sehr erfolgreiche Sache vor Corona. Und dementsprechend war ich dann doch wieder mal auch mehr unterwegs. Aber wir haben das dann eben überwiegend in der Lüneburger Heide, also in der Nähe hier von Buxtehude gemacht, sodass ich also jetzt nicht mehr wochenlang weg war. Und wir haben dann teilweise bis zu 20 Veranstaltungen im Jahr gehabt. Wir haben dann auch Rohkost-Zubereitungskurse noch parallel dazu angeboten. Das Ganze haben wir Rohakademie, Keimling Rohakademie genannt. Aber jetzt zum Beispiel ist es so, seit 2 Jahren gibt es keine Veranstaltung und ich bin dann so im Produktmanagement tätig, dass ich also neue Produkte teste. Jetzt zum Beispiel Stichwort Anthony William, da wird es wahrscheinlich noch weitere Saftpressen geben, die er empfiehlt, wo er dabei war bei der Entwicklung. Ja, und dann bekomme ich eben solche Prototypen, solche Muster, um die dann auch mal hier zu testen mit deutschen Stangensellerie und so weiter. Also sehr interessanter Job. Ah, cool. Wieso ist denn der Stangensellerie aus den USA, ist der anders? Also ist das sehr anders? Nee, Weißt du erinnert das? mich gerade mal an so eine andere Sache, weil wir hatten mal eine Saftpresse im Programm, der Hersteller kam aus Amerika und bei uns flogen die Geräte hier immer auseinander. Und dann sagte eben der Hersteller, das verstehen wir nicht, wir haben hier überhaupt nicht die Probleme. Und dann haben wir so scherzhaft gesagt, naja, dann ist der Stangensellerie wahrscheinlich irgendwie in Amerika weicher oder. Aber es geht der Firma, die Firma Omega Juicers, die dann mit Anthony William zusammenarbeitet, denen geht es einfach darum, dass auch nochmal jemand anders drauf schaut. Unter einem anderen Blickwinkel und schaut, passt das so, können wir das Gerät so auf den Markt bringen. Ja, mega spannend. Ich habe mich auch total gefreut, als es mit unserer Partnerschaft funktioniert hat, weil wir ja so eine spezifische Community haben hier bei Chronisch Ehrlich, dass es schwer ist, einen Partner zu finden, wo wir Produkte vorstellen können, auch in unseren Rezeptvideos, die wir zeigen, wo wir wirklich auch dahinter stehen können und auch ja, mit den Produkten ein Teil von dem Verkauf auch an unsere Arbeit geht, an die Arbeit von Chronisch Ehrlich. Und es ist einfach so genial, dass der Herr Völler das gemacht hat. Ich habe Bilder gesehen auf der Website noch, wo er mit seinem kleinen Bus unterwegs war und jetzt so groß, dass ihr auch für die USA testen könnt und dass ihr einfach ja auch für ein Siegel steht, für wirklich diese vegane Rohkost, aber auf höchstem Niveau und mega kundenfreundlich. Also auch vielen Dank an das Team, dass ja, wir mit euch zusammenarbeiten dürfen. Das bedeutet uns sehr viel. Ja, also es kann sich ja nur gegenseitig befruchten. Und ja, es ist einfach schön, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und vor allen Dingen, dass ja dann auch du was zurückbekommst. Also wenn Verkäufe generiert werden hier durch deine Empfehlungen, dass dadurch ja auch dein Projekt weiter unterstützt wird. Ja, da freuen wir uns wirklich sehr. Ähm,
Ich denke immer so andere Influencer, die dann irgendwie irgendwelche Mode verkaufen können oder und so weiter. Bei uns ist es wirklich ganz klein und es muss alles stimmen, weil wenn man sich mal reingearbeitet hat, eben in diese Empfehlungen und der Juicer macht das und der ist zu heiß, der wird zu heiß und der macht das. Und ihr testet das alles so genial, dass man wirklich weiß, okay, das ist der Beste. Ich hatte auch schon Kundengespräche mit einer Dame aus deinem Team und man kann halt alle Fragen stellen. Man kriegt dann wirklich, man findet heraus, welches Produkt passt wirklich zu mir und für das, was ich brauche. Das ist unendlich wertvoll. Also vielen Dank, dass ihr da einfach wirklich auch an den Endkunden denkt. Ja, das ist uns ziemlich wichtig. Wir geben ja auch statt 2 Wochen Widerrufsrecht, geben wir 4 Wochen, weil wir nichts davon haben, wenn ein Kunde dann ein Gerät behält, weil er das vielleicht in den 2 Wochen nicht geschafft hat, mit dem er dann nicht zufrieden ist. Und das ist natürlich auch eine Belastung, wenn Geräte dann zurückkommen und was macht man mit denen? Wie kann man die jetzt noch weiterverkaufen? Aber das ist uns einfach wichtig, ja, dass ein Kunde am Ende ein Gerät hat, wo er dann wirklich sagt, ja, das ist für meinen Zweck genau das Richtige. Und das Schönste wäre natürlich, man bräuchte dann nur einen Entsafter, einen Mixer, ein Dörrgerät. Aber ja, die Bedürfnisse sind eben unterschiedlich. Und der eine hat den Fokus auf den Selleriesaft, der andere möchte gerne aber auch mal vielleicht für die Kinder einen Apfel-Karottensaft machen. Und ja, so gibt es dann eben verschiedene Geräte für die verschiedenen Bedürfnisse und Anwendungen, die man so im Fokus hat. Ja, ja, total. Ich hatte ja gerade vorletzte Woche ein Retreat. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, aber wir waren einfach, wir hatten 5 von den Entsaftern bei uns stehen und eine richtige Sellerie-Morgensparty beim Entsaften. Also es ist ja auch entweder meditativ, wenn man ganz alleine in der Küche steht und den macht, oder es kann auch eine Party sein, das wusste ich nicht, bis ich es erlebt habe, wenn man ganz viele isst und gleichzeitig entsaftet. Das war ein Highlight für mich. Ja, wenn man räumlich irgendwo in der Nähe ist, dass dann nicht jeder für sich diesen Selleriesaft morgens presst, sondern dass vielleicht 2 Leute sich zusammentun im Wechsel und man sich die Flaschen da abholen kann, wie auch immer. Also ich denke, da gibt es noch eine Menge Möglichkeiten, das zu optimieren, dass das einfach auch dieser Lebensstil leichter fällt. Weil viele Leute haben ja so diese Bedenken, wie jetzt muss ich meinen Saft selber pressen, ja, wenn man immer gewohnt ist, dass man den aus dem Regal in der Flasche im Tetrapack zu sich nimmt und einkauft. Und es gibt ja mittlerweile auch Selleriesaft in der Flasche, aber das ist natürlich, ich weiß nicht, was für Effekte das haben soll. Das ist natürlich gar nichts. Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank, Peter, für den Einblick und auch deine Geschichte, deine persönliche Geschichte. Ich finde das nämlich wirklich immer bemerkenswert, dass, wie ich es am Anfang gesagt habe, es ist bei uns allen, die so einen gesunden Lebensstil leben, einfach etwas passiert, wo wir gemerkt haben, okay, ich kann einfach nicht das Normale, das, was mir vorgelebt wurde, so weiterleben. Und ja, der Anfang mag schwer sein, es ist ein Try and Error, es kann frustrierende Momente geben. Es gibt immer Momente, wo man denkt, man gehört nicht dazu, aber auf die Jahre hingesehen kriegt man so viel mehr zurück. Und wo du jetzt auch gelandet bist, das ist einfach so ein Riesensegen, also für dich, aber auch für die Menschen, die davon profitieren. Ja, also wie ich schon gesagt habe, wichtig ist, sich zu trauen, erstmal anzufangen. Auch wenn man dann solche Hürden hat, wie ich muss meinen Saft selber pressen, ich kann nicht mehr an jeder Ecke mein Essen kaufen. Und ja, man muss immer im Hintergrund haben, was gebe ich auf, was bekomme ich dafür. Und wenn man es nicht ausprobiert, dann wird man nie wissen, ob das nicht das Richtige gewesen wäre. Und es geht aus meiner Sicht immer darum, statt ja, also rauszukommen aus diesem, ich lasse mich jetzt behandeln, dass man selber anfängt zu handeln und schaut, was sind die eigenen Möglichkeiten, um eine Situation zu verbessern. Weil wenn man diese Verantwortung abgibt, dann kann es sein, dass man einfach nicht weiterkommt. Ja, das war perfekt auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, lieber Peter, dass du da warst. Und ja, vielen Dank, dass wir ja gemeinsam arbeiten dürfen. Das freut mich und den Jonas ungemein und ich glaube, dass es auch für die Community ein mega Mehrwert ist. Also vielen Dank. Gerne, gerne und ja, mal schauen, wann wir uns das nächste Mal sehen, hören.
Genau. was zusammen auf die Beine stellen. Ja, da kommt noch einiges. Ja, und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich möchte den Spruch, den Peter gerade gesagt hat, wir dürfen aufhören, uns behandeln zu lassen und dafür ins Handeln zu kommen, möchte ich dir einfach noch mitgeben. Und ich freue mich auf deine Kommentare unten. Vielleicht hast du nämlich noch Vorschläge, was du am allerliebsten entsaftest. Und unten im Beschrieb findest du auch alle Links zu den Entsafter, zu den Produkten, die wir von Keimling empfehlen dürfen. Und wie du rausgehört hast, wir werden in Zukunft mit jedem Verkauf etwas dran mitverdienen. Für dich wird der Preis aber nicht teurer, aber du unterstützt damit die Arbeit von Chronisch Ehrlich. Vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Video. Ciao!